Ich bin einfach unheimlich gerne draußen. Das beruhigt mich unheimlich, dieses satte Grün, die Ruhe, die Vögel, die man hört, das Rauschen der Blätter. Das ist für mich einfach ein Ort der Erholung. Und es ist einfach schön, ihm beim Wachsen zuzusehen. Also ich habe selbst Wald, ich beobachte quasi die Bäume von klein auf, die ich gepflanzt habe letztes Jahr, wie sie wachsen können, wie er sich entwickelt. Also ich möchte hier einfach mal einen Beitrag leisten zum Umweltschutz auch, denn Wald ist aktiver Klimaschutz und Umweltschutz. Also ganz aktuell kämpft der Wald in Bayern einfach mit den Folgen des Klimawandels. Also schon die letzten Jahre, seit Anfang der 2000er, werden regelmäßig neue Rekorde aufgestellt, neue Hitzerekorde. Die wärmste Jahresdurchschnittstemperatur wird jedes Jahr wieder übertroffen. Und das spürt einfach der Wald. Es sind eben ganz entscheidend die langen Trockenperioden im Sommer, wo kein Regentropfen fällt und die Bäume einfach kein Wasser bekommen. Und das zieht dann Folgen mit sich. Sie sind geschwächt, sie können weniger gut wachsen und sich auch weniger gut verteidigen vor anderen Schädlingen, zum Beispiel dem Borkenkäfer. Der Wald erfüllt ganz vielfältige Funktionen. Die offensichtlichste ist ja oft die Nutzfunktion. Also wir können das Holz nutzen, daraus Möbel bauen, wir können daraus Energie machen, die uns wärmt. Dann gibt es aber neben der Nutzfunktion, was man auch nie außer Acht lassen darf, ist die Schutzfunktion. Also Wälder erfüllen sehr vielfältige Funktionen, zum Beispiel auch beim Grundwasserschutz. Das Wasser, das durch den Boden geht, wird stark gefiltert, geht dann ins Grundwasser. Das ist sehr sauberes Wasser. Dann im Gebirge zum Beispiel erfüllt der Wald auch viele Funktionen, die Siedlungen schützen im Sinne von Steinschlag- oder Lawinenschutzwald. Bayerische Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft, kurz LWF, ist die Forschungseinrichtung der Bayerischen Forstverwaltung. Also das geht von Boden, Klima, zu Waldbau, zu Naturschutz, zu Waldschutz und natürlich auch die Öffentlichkeitsarbeit. Und wir messen dort Umwelteinflüsse auf den Wald und seine Reaktion darauf. Mein Name ist Rage Michael. Ich bin Umweltingenieur an der LWF, Bayerische Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft. Wir waren daran interessiert, in den verschiedenen Horizont- und unterschiedlichen Bodenschichten, wie die Feuchtigkeit sich da verhält bei verschiedenen Jahreszeiten oder bei verschiedenen Ereignissen. In den neuen Profilgruben haben wir jetzt praktisch Bodenfeuchtigkeit untergebracht und weil wir natürlich das eher ausbauen wollen und nicht verkleinern wollen, messen wir jetzt zusätzlich noch die Temperatur und das Matrixpotenzial im Boden. Zusätzlich ist oben drüber noch eine Kleinwetterstation, nimmt auf Luftfeuchtigkeit, Lufttemperatur, Niederschlag und Windgeschwindigkeit und Windrichtung. Wir haben alles kompakter, können das heterogener auf der Fläche verteilen und haben praktisch diese langen Kabelwege, die nach Jahren nicht mehr so ersichtlich sind, einfach eine Gefahrenquelle ausgeschalten, wo es um die Messungen geht. Ich habe das Projekt übernommen und es läuft ja schon eine Zeit lang. Und jeder, der sich ein bisschen mit Monitoring, Dauermonitoring auskennt, weiß, da gibt es manche Problemchen, die sich einschleichen, einfach über die Jahre. Es gehen Leute in Rente, es wird was übergeben. Mir war es wichtig, dass das neue System handelbar ist. Plug and Play, diese Funktionsweise sehr einfach zu handeln. Wir haben jetzt speziell für Bayern unser Standardsinformationssystem und jetzt mittlerweile auch seit kurzem einen Walddürremonitor. Dort laufen Modelle durch, die quasi den Wasserverbrauch des Waldes kalkulieren. Und dafür brauchen wir viele dieser Messdaten hier, um diese Modelle zu validieren. Das heißt, es sind ja Modelle, die irgendwie mit Zahlen rechnen, aber die brauchen eben auch immer wieder diesen konkreten Bezug, ob sie auch stimmen. Also das nennt man die Validierung eines Modells. Da erheben wir eben hier wirklich ganz viele Daten, die dazu benötigt werden. Und so tragen wir eben einfach mit diesen Messungen hier an den Klimastationen dazu bei, dass wir den Waldbesitzern draußen konkrete Informationen über ihren Wald vor Ort, über die Wasserverfügbarkeit, über das Wachstum der Bäume mitgeben können. Auch, dass wir unseren Wald quasi in die Zukunft rüsten. Denn wir wissen ja noch nicht, was der Klimawandel bringt, wie warm wird es wirklich. Und da müssen wir unseren Wald einfach umbauen, denn so eine Buche oder eine Eiche, die steht hier 100 bis 150 Jahre. Man kann da nicht einfach schnell mal einen anderen Baum hinpflanzen, der braucht seine Zeit, bis er wächst. Das heißt, wir haben immer eine gewisse Unsicherheit in die Zukunft, weil wir nicht genau wissen, das, was wir heute pflanzen, überlebt es überhaupt noch in 150 Jahren, weil wir nicht wissen, was kommt. Also dieser Waldumbau, diese Bäume, diese Wälder in Bayern hier drauf vorzubereiten, das ist so unsere größte Herausforderung zurzeit. Und auch der ganze Waldbesitzer in Bayern und auch Deutschland und europaweit, ja.